Aber irgendwie das Gefühl, das komische Gefühl, was ich gehabt habe, wo es angefangen hat, Mhm. es wurde immer stärker. Also es wurde nicht schwächer, immer stärker. Und immer so positiver. Das Gefühl, das ist so eine Mischung, so ein Cocktail, das, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Aber ich muss auch sagen, das Mittel alleine reicht lange nicht aus, wenn man keine Wille hat zu leben. Weil immer wenn es mir schlecht war, das Einzige, was ich immer gesagt habe, ich will leben. Ich will leben. Und wenn man diese Wille nicht hat, kann dir dem Produkt auch nicht helfen. Aber mit dieser Wille und in dieser kurzen Zeit, in dieser Intensivität, das ist, das kann man gar nicht. Man muss es probieren, sonst glaubt man es gar nicht. Also innerhalb von 2 Wochen, bin ich auf 100 Kilo gekommen. Mhm. Gemessen 110 Kilo. Also 20 Kilo waren weg. Die 10 Stück, was ich bestellt habe. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns Bitte. über die Erfahrungen, die Sie mit Synthesit gemacht haben, zu sprechen. Ne? Ja, Und vielleicht ein kurzes Vorwort zu denen, die uns dann später mit zuschauen und die das Produkt jetzt nicht so kennen. Synthesit, das ist ein eisenbasiertes Präparat, das Kraft und Energie dem Körper verleiht. Und vielleicht sagen Sie kurz, wie Sie von uns erfahren haben und wie Sie uns kennengelernt hatten und stellen Sie sich bitte kurz vor. also ich heiße Porcio Boyajiv. Ursprünglich stamme ich aus Mazedonien Okay, und bin 42 Jahre alt. ja, Und durch den Produkt bin ich jetzt, Moment, die Seite heißt, ich lese gleich vor, ja, Freigeist Forum Tubinger. okay, super. Mhm. Und da hat er so ein Produkt präsentiert. Wundermittel aus Russland stand drauf, Wundermittel aus Russland. Wir haben gedacht, ja, Wundermittel hört man jeden Tag. Mhm. Ja, und dann habe ich gelesen, da bin ich direkt auf die Seite gegangen und dann habe ich ja das mit dem Kaltfusion gelesen. Und habe gesagt, okay, jetzt bin ich mal neugierig, was das überhaupt ist. Und dann Ja. habe ich von dem Produkt, wo ich zuerst mal gesehen habe, bis ich es gekauft habe, ist ungefähr 3 Wochen. Also 3 Wochen lang habe ich gelesen. Und überlegt, oder was haben Sie genau Ja, ich habe nachgelesen? gedacht, das gibt's doch gar nicht. Weil ich habe dann den Foto gesehen, da war ein Mann mit dem abgeschnittenen Finger, Ja, wo er das getestet hat. Aber abgeschnitten Finger ist das äußerliche Wunde und nicht innerliche. Aber ich dachte, okay, jetzt muss ich mal, es geht eh schon, weil ich war sehr krank, muss ich sagen. Nach meiner 2 schweren Operationen, was ich gehabt habe, konnte ich mich nicht mehr erholen. Also früher war ich sehr sportlich, aber nachher ist immer, ja, ist also bergab gegangen. ja. Und zum Schluss war es so, ich wusste gar nicht, ob ich den nächsten Tag wieder lebend aufwache also ich habe es erwartet, sagen wir so. Und Wann gesagt, hatten Sie die Operation oder die Operation, die Krankheiten? habe ich September 2016 Ja. und März 2017. Also in so kurzer Zeit 2 schwere Operationen. Welche Operation genau? Die erste war Gallenblase, wurde mir entfernt. Ja. Und die zweite eine Bauchnabelbruch. Das ist wo der Bauchnabel ist, oberhalb ist ein Riss entstanden. Okay. Und das muss Durch, auch mit Vollnarkose durch die operiert erste werden. Operation. Ja, die Gewebe war, schätze ich mal, schwach nachher. Weil ich Okay. musste kurze Zeit wieder arbeiten gehen. Und da ist das seitdem, weil ich so sportlich war, die erste Jahr, also 2018 ging es noch, 2019, ja, war schwer, 2020 war ganz schwer, sagen wir so. Also da ging es gar nicht Inwieweit? mehr. Ja. Also ich konnte gar nicht mehr arbeiten, konnte gar nicht mehr zur Arbeit, irgendwie, also jeden Tag im Kopf, ich werde sterben. So, es dreht sich immer, also dieses Gefühl, überhaupt Druck im Brust und man erwartet es, sobald es kommt, es wird es schwindelig und du denkst dir, das war's, jetzt werde ich sterben. Und das dreht sich ständig im Kopf. Egal was man tut, kriegt man es nicht mehr raus. Mhm. Weil man liest im Internet, man soll meditieren, man soll positiv denken. Da ist es egal, wie oft ich positiv denke. Auf einmal ist es da. Bumm, ich werde sterben. Und schon fängt es an, der Blutdruck steigt und die ganze. Und Und dann, diese Schmerzen hatten Sie schon eine recht lange Zeit lang, also von 2017 dann 3 Jahre bis die 2000. Brustschmerzen sind erst richtig 2020 gekommen, also dieses Jahr. Haben die Ja. richtig angefangen.
Und seit dem Corona-Zeit Hm. kann man ja nicht mehr im Krankenhaus gehen oder zum Arzt oder sonstig was. Weil Okay. das ist ja wieder, das ist ja kein Notfall. Weil die haben ja sogar wichtige Operationen abgesagt. Und so eine Untersuchung macht keiner. Mhm. Sehen, was los ist. Dann habe ich Und, gesagt, okay, jetzt heile ich mich mal selber. Mal o- schauen, was passiert. und da hatten Dann Sie habe ich den angefangen Produkt dann zu bestellt, lesen. Mhm. weil da stand ja 10 Tage. Der, ich bestelle aus Österreich, also Salzburg. Und da Ja. stand, also 10 Tage dauert es, bis der Produkt da ist. Ja, 10 Tage sind vergangen. Dann steht ja, es wurde ja schon zu verschiffen freigegeben. 20 Tage sind vergangen, Produkt immer noch nicht da. Steht erst in Österreich angekommen. Mhm. Zoll. Zoll muss es erstmal genehmigen. Und da stand ja auch ungefähr 6 Tage beim Zoll. Wir haben gedacht, ja, das war's. Bis das ankommt, bin ich schon zweimal gestorben. Oh. Und dann, glücklicherweise ist der Produkt ist gekommen. Meine Frau hat gesagt, jo, dein Produkt ist da. Ich habe es abgeholt Mhm. und aber ich habe es nicht sofort genommen. Das war so gegen 2 Uhr, wo ich es abgeholt habe. Wann, darf ich fragen, wann hatten Sie angefangen, dann Synthese zu nehmen? Also jetzt ist ein Monat und das ist schon, also 4, 5, das ist schon die 6. Woche. Die 6. Also vor 6 Wochen hatten Sie angefangen? Ja, genau. Aber Genau. ich Und habe ja 2 Wochen jetzt Pause gemacht, weil der Produkt nicht da war. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich habe es zu schnell verbraucht, sagen wir so. Ich habe ja zwei Stück bestellt, also 40 Pillen. 20, ja, 40 Pillen sind also das zwei drin. Packungen? 2 Packungen, ja. Zwei 2 Packungen. Packungen? Und wie hatten Sie es eingenommen zum Anfang? Ja, zuerst habe ich es vor mir, also, wo ist der? So. Ich habe es vor mir gehalten und habe es gelesen, aber es steht alles auf Russisch. Und meine Frau hat es ein bisschen übersetzt und die war ein bisschen skeptisch, gell, weil man kennt das ja nicht. Das ist ja neu. Ich habe es ja von früher gar nicht gekannt. Haben wir gesagt, okay, jetzt, ich nehme mal ein Stück. Der war ja, also wie gesagt, ich habe es um 14 Uhr abgeholt und um 17 Uhr habe ich erst den eine Stück genommen, also eine. Habe es getrunken und so bin ich am Sessel gesessen und habe gewartet, um zu sehen, was passiert. Okay, gut. Weiter, ja. Ja, vom Bericht aus steht da, natürlich, vom Mensch zu Mensch ist man unterschiedlich. Richtig, Und da ja. steht ja, man nimmt ja die Pille und schon nach 20 Minuten wirkt die. Spürt man, was waren Ja. die ersten Also wie Veränderungen, gesagt, die bedeutet Beobachtungen, die jetzt, Sie machten, ne? Am Körper oder auch innerlich oder äußerlich? also ja, ich erzähle jetzt alles. Ich bin gesessen, da ist 20 Minuten vergangen, 1 Stunde vergangen, 2 Stunden sind vergangen, überhaupt nichts. Ich habe nichts gespürt. Also ich meine, ich weiß es nicht, also so von jetzt gesehen habe ich nichts gespürt. Ja, dann bin ich um 10 ins Bett gegangen, dann 15 Minuten später habe ich so einen so ziemlich intensiven Geschmack, also Eisengeschmack in den Mund gehabt. Und ich habe Okay. mir überlegt, habe gesagt, wie kommt denn das? Was habe ich gegessen, dass ich so einen Geschmack habe? Hm. Ich habe jetzt gar nicht, also ich habe gar nicht an der Pille gedacht. Aber ich sage, das gibt's doch gar nicht. Das ist aber ganz schön eisig. Und ich sagte, okay, ja. Dann bin ich ins Bett gegangen. Nächsten Tag, ich habe ja nicht wirklich also große Veränderung wahrgenommen, außer dieser Geschmack. Mhm. Den Wie ganzen viele Tag Tage, wie gewartet, lange wieder. hatten Sie den Geschmack wahrgenommen? Das war ganz kurz, nur so einen intensiven Geschmack, so wie eine Explosion. Boom, Nur war da, nur nach dem ersten dann war es einen weg. Mal. Hm, okay. Und das war komplett weg, als wäre gar nicht da gewesen. Ja. Und dann habe ich ja, am nächsten Tag gewartet, also wirklich gewartet, so zum Arbeit gegangen, gewartet, nichts passiert. Dann habe ich wieder am Abend eine genommen, habe wieder gewartet, da wieder nichts passiert. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll. So Ah, läuft das nicht. Sie hatten es immer am Abend Zweiten, eingenommen, zweiten Tag, richtig? also zweiten Tag, Ja. wieder am Abend, ja. Und Okay. da passiert wieder nichts. Da habe ich Ja. gesagt, das gibt's doch gar nicht, da läuft was schief. Weil ich habe immer, bevor ich die Tablette genommen habe, in die letzten 3 Monate, habe ich immer so einen komischen Eitergeschmack im Mund. Als hätte ich was Eitiges innen drin. Gell? So ein Eiter, wenn eine Wunde Hm, ich fängt an verstehe. so komisch zu riechen. Ja. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich meine eigene Therapie, weil da steht immer eine. Jetzt habe ich gesagt, jetzt werde ich mich selbst. Dann bin ich aufgestanden in der Früh, also dritter Tag, einmal in der Früh, so gegen 6 Uhr habe ich eine Mhm. genommen. Eine Mhm. Stunde später habe ich nicht, also ich habe mich daran gehalten. Eine Stunde bevor ich die Tablette nehme, also die Pille nicht essen und eine Stunde nachher auch nicht essen. Richtig, ja, okay.
weil ich wollte ja mal sehen, ich wollte das Geschmack nicht vermischen. Ich habe den Eisgeschmack wieder erwartet, aber er ist nicht mehr gekommen. Nur beim ersten Mal. Okay. Und dann beim dritten Tag, also einer in der Früh, 6, um 2, wo ich von der Arbeit zurückgekommen bin, gleich noch eine. Und dann habe ich schon ein bisschen habe mich schon ein bisschen komisch gefühlt dann. Kurze Zeit später nach der zweiten. Irgendwie, also keine schlechte Gefühl oder so. Aber irgendwie komisch, ungewohnt, sagen wir so. Und dann am Abend, so gegen 10 Uhr, bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich wieder noch einen habe ich genommen. Und in der Früh, wo ich aufgestanden bin, was ich als erstes gemerkt habe, war, ich war irgendwie nicht so müde. Also ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Aber ich war nicht müde. Irgendwie, ja, okay, kann man ja noch arbeiten gehen. Ja. Der dritte Tag also die Müdigkeit habe ich als erstes gespürt. Und bin ich aber gleich an den gleichen Tag, also in Fitnessstudio gegangen. Gleich den dritten Tag. Ja. Zu sehen, weil da stand ja auch Kraftzuwachs. Okay. Und da habe ich begonnen mit dem Gewichter, so Bankdrücken, 30 Kilo. Ja, das war schon ein bisschen ungewohnt, weil ich schon lange nicht mehr trainiert habe. Aber ich habe keine Muskelkater oder sonstige was bekommen, überhaupt Gespürt. nicht. Okay, war auch nicht müde, also am Abend war ich nicht müde, muss ich sagen, überhaupt nicht. Also müde war ich nicht, aber trotzdem. Und so habe ich noch 12 Tage, jeden Tag 3 Tabletten, also 3 Pillen, jeden Tag, noch 12 Tage zusätzlich. Und dann habe ich gemerkt, ich habe ja zu wenig, es reicht nicht aus, also dass ich es länger nehmen kann. Dann habe ich gleich noch 2 bestellt. Ja. Die 2 Packungen, was ich bestellt habe, die sind noch unterwegs. Gell? Aber was gekommen ist, die 10 Stück, was ich bestellt habe, Aha, die sind gekommen. das freut uns natürlich, ja. Und, Die sind gekommen. Das hat mich echt sehr überrascht. und Weil die anderen 2 sind immer noch beim Zoo. ja, Österreichische na Zoo. gut, das können wir schlecht Und, beeinflussen. Genau. Aber zu was ich ihrem, vergessen habe zu sagen, bevor ich mit der Therapie begonnen habe, 2 Wochen bevor ich begonnen habe, habe ich mich gemessen. Ich war 130 Kilo. Also genau 130. Okay. In die 2 Wochen, weiß ich nicht, habe ich zugelegt oder abgenommen, glaube ich nicht. Dann habe ich mich, also ich habe meine Essgewohnheit nicht verändert, hier überhaupt nicht. Also ich habe genau das gleiche gegessen wie vorher. Haben Überhaupt Sie eine nicht. Also bestimmte Essweise? Vegetarisch, vegan also oder überhaupt nicht. Ich esse viel viel Fleisch, sehr viel Fleisch, fettiges Fleisch, ich esse viel Schokolade. Also Und alles, was man Alkohol? nicht essen soll. Okay. Alles, was man nicht essen soll. Also Alkohol, Genau. und Alkohol und Zigaretten Also rauchen? außer Alkohol. Alkohol trinke ich nicht. Okay. Also nicht mehr, weil es bekommt mir nicht gut nach der Operation. Verständlich, ja. Und rauchen Sie, oder? Auch nicht mehr. Auch nicht, okay. Ich habe alles, ja, wie gesagt, ich war schon am Ende. Okay. Und dann, also erste Woche ist das mit der Müdigkeit, aber irgendwie das komische Gefühl, was ich gehabt habe, wo es angefangen hat, es wurde immer stärker. Also es wurde nicht schwächer, immer stärker. Und immer so positiver. Das Gefühl, das ist so eine Mischung, so ein Cocktail, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Man kann es gar nicht beschreiben. Es ist so ein positives Gefühl, es ist ständig da. Also so, wenn man glücklich ist, Oh. dann ist es ja kurzzeitig glücklich. Gell? Also so Und eine dann Art vergeht der Glück nachher. Ausgeglichenheit. Aber diese Ja. ist so ähnlich. Und es ist ständig da, permanent da. Und es lässt dich nicht auf negative Gedanken oder sowas. Überhaupt nicht. Also du denkst gar nichts mehr. Die negative Gedanken, was ich vorher gehabt habe, die verschwinden langsam. Und das Körpergefühl, überhaupt. Das Eitergeschmack ist weg. Und wie soll ich sagen, irgendwie fühle ich mich extrem leicht. Extrem so zufrieden. Das wäre nie was vorher gewesen. Aber es hat mich extrem, ich schätze mal, weil ich 3 genommen habe, extrem zurückgeholt. Und weil ich wollte mich auch nicht sofort messen durch den Training, weil ich habe hart trainiert. Weil ja, Wie 5. waren Tag habe ich angefangen, 2 wie Stunden waren lang am Tag hart zu trainieren. Ihre Und das Gewicht Trainingseinheiten? Und das Gewicht habe ich ständig gestiegen. Ein Tag, Okay. also immer 2 Einheiten. Brust, zum Beispiel Brust und Unterrücken, Okay. Arme, Oberrücken, dann Beine, aber am Limit, also komplett am Limit Training. Nicht einfach so in Fitnessstudio gehen und so ein bisschen, ja, jetzt bin ich fertig. Also komplett am Limit, bis geht nicht mehr. Und ständig das Gewicht steigen. Also in dem Monat, weil jetzt geht es nicht mehr, das Fitnessstudio ist zu, wegen Corona. Okay. Von 30 Kilo bis
Also innerhalb von 2 Wochen bin ich auf 100 Kilo gekommen. Das ist Wahnsinn, ja. Also mehr habe ich mich nicht getraut, weil ich Ja, war mir nicht sicher, ob die Knochen aushalten werden. Weil das natürlich. ist sehr viel Gewicht. Weil man sollte es ja eigentlich langsam steigern, aber sie hatten dann so viel Energie wahrscheinlich, dass es möglich war, oder? Energie. Und dann ist ja passiert, ich bin 2 Tage nicht geschlafen. Okay, Und ja. es war so, ich habe es also einen Tag, eine Nacht, einen Tag und eine Nacht. So bin ich nicht geschlafen. Und den nächsten Tag, wo der Tag angefangen hat, hatte ich Urlaub gehabt. Und dann habe ich mich hingelegt. Aber ich habe es ja gar nicht gemerkt, dass das so vergangen ist. Die Zeit, man ist nicht mehr in der Zeit drinnen. Man kann es gar nicht erklären. Ich weiß nicht, das ist, sowas habe ich vorher noch nie erlebt. Also man kann es nicht erklären. Dann meine Frau hat gesagt, du schläfst, du hast so 2 Nächte nicht geschlafen, geht's dir nicht gut? Hat sie zu mir gesagt. Und erst dann, wo sie das gesagt hat, 15 Minuten später war ich todmüde. Ui. Aber vorher nicht. Vorher überhaupt nicht. Also man ist ja aus der Zeit. Man schaut nicht, ob es jetzt 8 Uhr früh ist oder 8 Uhr am Abend ist. Die Zeit spielt keine Rolle mehr. Also wenn es Wahnsinn, ich weiß nicht, das Gefühl, wenn was soll ich sagen, das ist wie eine Explosion. Das habe ich gar nicht erlebt. Das ist ja großartig. Trotzdem, ja. wo dann die Tabletten aufgehört haben, also nicht aufgehört, sondern aus waren, eine Woche später habe ich mich noch einmal, also aufgehört, beendet, nicht mehr da gewesen. Ausgetrunken, sagen wir so, ausgetrunken. Gemessen 110 Kilo. Also 20 Kilo waren weg in diesem Monat. Innerhalb von einem Monat. Training. Ja. Also Okay. harte Training und keine Diät. Gegessen, genau dasselbe wie vorher. Also überhaupt nicht. Nur daran gehalten, 1 Stunde bevor ich es genommen habe und 1 Stunde nachher. Das Rest war 100 Gramm Schokolade war gleich mal weg. 1 Kilo Bauchfleisch. Also, wie gesagt, alles, was ich nicht essen darf oder essen sollte, überhaupt nicht. Aber da standen ja drinnen, wo ich mal ein bisschen gelesen habe, man soll auf die Ernährung achten. Auf das habe ich überhaupt nicht geachtet, sage ich gleich. Überhaupt nicht. Okay. Und dann, wo es aus war, ich habe auf die nächsten Tabletten gewartet, das ist nicht gekommen. Eine Woche später habe ich mich noch einmal auf der Waage gewogen und ich war 103 Kilo, ohne die Tabletten zu nehmen. Das heißt 7 Kilo weniger. Und ich hatte nichts zu annehmen. Die waren nicht da, ich habe keinen Sport gemacht, Fitnessstudio zu. Essen habe ich Normal, gegessen, so wie normal vorher. weitergegessen? Also normal, so wie vorher. Viel essen, weil ich esse sehr viel. Ja. Und dann, das Einzige, was nachgelassen hat, ist die Müdigkeit. Also dann wurde ich langsam immer so ein bisschen wieder müde. Mit dem Kraft weiß ich nicht, weil, wie gesagt, das Fitnessstudio ist zu und dann kann ich es nicht mehr messen. Aber das Gefühl, dieses Gefühl zum Leben ist nicht verschwunden, ist immer noch da. Sie haben jetzt eine positive Lebenseinstellung, durchweg. Also, wenn man sagt positiv, das ist wieder die falsche Ausdruck, das ist so eine Explosion drin. Oder ein das explosiv das kann ich gar nicht optimistischer Lebensstil. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Was ich gar nicht erwartet habe, weil ich habe meine Essensgewohnheit überhaupt nicht verändert, dass ich so schnell abnehme. Aber Sie schlafen ganz normal, sage ich jetzt, 8 Stunden an der Nacht, oder? Muss ich ja gar nicht. Ich kann mich jetzt hinlegen und schlafen, Okay. aber muss ich auch nicht. Das ist das Komische dabei. Wenn ich mich jetzt hinlege, kann ich innerhalb von 10 bis 15 Minuten einschlafen. Ja. Ich kann wieder 2 Tage wach bleiben und ich werde nicht müde. Ich werde nicht schwach. Also meine Konzentration verschwindet nicht. Überhaupt nicht. Und noch Das einmal. Einzige, was ab und zu war, jucken mich die Augen. Das war's dann. Mehr nicht. Und noch einmal zurück auf Ihre damaligen Operationen oder Erkrankungen. Gab es da Beobachtungen hinsichtlich der Narben oder ob sich das verändert hat? Oder andere äußerliche, die Haut, die Nägel, die Haare, hat sich da etwas verändert? Ja, nach der Operation haben angefangen, meine Nägel unten bei den Fingern, also bei den Zehen unten, Die Zehen, ja. sich so nach innen zu verbiegen, gell? Also nach innen. In die sind Haut nicht mehr so normal, hinein? nach Oder? innen. Was meinen Ja, Sie? nach innen, also so wie der Nagel ist, Ja. dann wächst er so nach innen. Ja. So. Und dann drückt er in den Fleisch drin. Ja. Und das tut immer weh. Weil es hat geheißen, ich habe Eisenmangel. Und ich habe ja Eisen, also ich bin zur Apotheke gegangen, wollte Natur, also Bio, habe ich gekauft, habe ich genommen, keine Ahnung, halbe Kilo war das. Habe ich ausgetrunken. Jo, ich habe nur ein bisschen leichte Verbesserung, vielleicht was. Das war direkt nach Ihrer Operation oder in dieser Ein Zeit? paar Monate später, das war ein paar Monate später. Okay. Weil der Arzt hat gesagt, bei mir ist das Problem,
ich reagiere auf eine Narkose nicht so wie ein normaler Mensch. Mhm. Bei der ersten Operation bin ich mittendrin aufgewacht, Ui. weil die wissen Okay. ja nicht, wie viel Narkosen sie mir geben können. Weil die haben gesagt, äh, die haben ja gleich gesagt, es kann sein, dass sie während der Operation aufwachen, weil wir nicht so viel geben können, weil sonst wachst du gar nicht auf. So haben sie es gesagt. Und ich schätze mal, nachdem ich aufgewacht bin, mittendrin, und alle Geräte waren ja schon im Bauch drinnen, Hm. da wurden sicher was beschädigt. Von Okay. Gewebe und von alles drum und dran, von Organen. Und seitdem ist wirklich überhaupt, also ging mir nicht gut, muss ich sagen. Die zweite Operation war schon mit Gewalt. Weil da Ja. musste ich ja, weil der Riss hat angefangen von 2 Zentimeter innerhalb von 2 Wochen von 2 auf 8 Zentimeter ist er gegangen. Ja. Ohne nichts zu tun. Also ich war dann im Krankenstand. In 2 Wochen 8 Zentimeter, also 6 Zentimeter ist er gewachsen, von nichts tun. Und hat sich Und dann das musst du, jetzt verändert durch die Einnahme von Synthesit oder hatten Sie da aber das ist, bei mir ist das Veränderungen? durch den Bauchnabel und da Ja. sieht man die Schnitte nicht mehr. Ich habe keine Schnitte im Bauch raus, sondern durch den Inneren, Bauchnabel, wo der ja. kleine Loch ist, Okay. und genau da wurde ich Ja. operiert. Da fühlt sich alles normal an. Ja, außerdem, dass ich eine Netz im Bauch habe. Also ich habe nur noch ein Netz im Bauch durch die zweite Operation. Und bei der zweiten Operation war das Problem, dass ich 3 Stunden im Koma lag. Also, und die waren sich nicht mehr sicher, ob ich überhaupt aufwachen werde oder nicht. Ah, okay. Weil die haben ja zu viel Narkose benutzt, dass ich Ja, nicht das, noch einmal aufwache. ja. Nee, dann ist ja alles. Sind wir ja froh, dass es Ihnen jetzt gut geht. Also Und ich zuerst, das Also- ist Wahnsinn. das ist ja wahr, ja. So, also ich habe gar nicht gedacht, dass überhaupt das Wundermittel ist. Aber ich muss auch sagen, das Mittel alleine reicht lange nicht aus, wenn man keine Wille hat zu leben. Weil immer wenn es mir schlecht war, das Einzige, was ich immer gesagt habe, ich will leben. Ich will leben. Und wenn man diese Wille nicht hat, kann dir dem Produkt auch nicht helfen. Aber mit dieser Wille und in dieser kurzen Zeit, in dieser Intensivität, das kann man gar nicht. Man muss es probieren, sonst glaubt man es gar nicht. Was ich immer empfehlen werde bei sowas, wenn jemand ziemlich krank ist, so wie ich es war, weil ich jetzt nicht mehr bin, sage ich gleich, also mir geht es sehr gut. So innerlich habe ich, die Wunden sind ja noch nicht verheilt, weil der noch zu früh ist. Ein Monat ist ja zu wenig. Ja. Aber allgemein das Gefühl zum Leben ist extrem da, extrem. Und das kann da keiner wegnehmen. Ja, das stimmt. Wo ich da immer empfehlen werde, wenn jemand ziemlich krank ist, muss er die ersten Tage, wie ich es gemacht habe, die ersten 2 Tage immer eine nehmen und schauen, wie der Körper daran reagiert. Weil man merkt es sofort, wenn etwas nicht stimmt. Aber sobald nichts passiert, dann soll er gleich mit 3 beginnen. Da Und er wird den Unterschied merken. Da haben Sie uns ja gleich die Nachricht an die zukünftigen Zuschauer gegeben. Aber das ist meine Empfehlung. Die Empfehlung für die So die wie krank Empfehlungen ich war, brauchen. ich muss wirklich sagen, ich habe nie gedacht, dass ich das Ende des Jahres erleben werde. Nie. Oh. Also man muss das ist wie eine Blume, wenn man es auf der pralle Sonne stellt, 2 Tage, so habe ich mich gefühlt. Also fast tot, kann man sagen. Hat Ihre Fast Frau tot. auch es dann probiert? Was hat Ja, Ihre meine Frau Frau nimmt dazu? es jetzt auch. Sie nimmt das jetzt auch. Aber Ja. sie wiegt sich noch nicht, sagen wir so. Okay. Sie ist nicht krank, sage ich Okay. gleich. Sie ist nicht krank, aber sie nimmt das, weil sie zugenommen hat. Weil wir haben ja 3 Kinder und sie hat ja zugenommen. Und sie nimmt es nur so, weil die hat gesehen, wie schnell ich das Gewicht verloren habe. Sie nimmt es und sie sagt jetzt, sie ist nicht mehr müde wie früher. Und das Gewicht, sie sagt immer, schau, mein Bauch ist jetzt wieder weg. Oh, das ist süß. Gut. Aber krank ist sie nicht. Sie nimmt Ja. immer ein Stück am Tag. Okay. Also eine Pille, mehr nicht. Und wenn Sie es jetzt wieder erhalten, wie Ich habe schon, werden die Sie 10 es Stück dann? habe ich schon. Ah ja, Ich stimmt. nehme es jetzt wieder Sie, 2-mal am Tag. Sie haben jetzt wieder angefangen, es zwei Ich habe heute, Kapseln am also Tag heute zu habe ich es nehmen. bekommen. Heute habe ich es bekommen, die 10 Packung. Ja, Und heute habe ich wieder begonnen. okay. In der Früh habe ich eine genommen. Und jetzt kurz bevor wir begonnen haben, habe ich noch eine genommen. Noch eine genommen. Nee, super. Nee, gut, dann hat es mich gefreut, mit Ihnen zu reden. Ich auch, ja. Und gefreut, dass Sie uns Ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Ihre Erlebnisse sind ja schon einzigartig und das innerhalb von einem Monat, was Sie da alles erlebt haben. Das ist, man Also muss es so Wahnsinn. sagen, man soll es probieren. Man soll nicht glauben, es hilft nicht. Ich bin mir sogar sicher, dass
ich bin sogar bereit, was ich erlebt habe, dass ich mit meinem Leben werten werde, dass 80%, egal welche Krankheit sie haben, es heilen wird. Nee, super. Das Sag ist immer, ja die dann. restlichen 20% ist ja diese Gott-Sache. Wenn Gott Okay. will, schaffst du es. Wenn Gott nicht will, dann schaffst du es nicht. Ja, das Aber ist dann. 80% wird sich heilen, so wie ich es war. Da braucht mir keiner einzureden, meine Krankheit ist unheilbar. Das glaube ich nicht. Nee, super. Wenn ich es geschafft habe zu leben und jemand sagt, ich habe Depressionen, negative Gedanken, die kriege ich nicht weg, da kann er 100% sicher sein, er muss sie nicht wegkriegen, die gehen von alleine weg. Nee, gut, dann möchten Sie den zukünftigen Zuschauern noch etwas sagen? Oder ich denke, wollen Das Sie mit Einzige, der was ich Nachricht, sagen werde, mit der Nachricht können Sie eigentlich schon abschließen. weil was ich sagen möchte, ist, Genau. wenn jemand leben möchte, Ja, soll er das nehmen. Und er kann sicher sein, dass er auch am Leben bleibt. das Weil es freut gibt uns. keine Krankheit, was er nicht heilen kann. Außerdem, es ist eine notwendige Operation, so wie Kreislauf oder so Herzoperationen. Es verlängert dir dein Leben. Es heilt dich auch nach den Operationen. Vor der Operation nehmen, nach der Operation. Und du kannst sicher sein, dass dir nichts passiert. Da braucht kein jemand Angst zu haben, wenn ich jetzt ein bisschen mehr nehme, was passiert mir? Man kann sich mit dem Produkt nicht vergiften. Auch wenn ich jetzt 10 Stück auf einmal nehmen würde, ich werde nicht sterben. Das geht ja gar nicht. Das ist ja kein Ja. Gift. Das Was ist ein Weil Naturprodukt, viele genau. denken sich, das muss ein Medikament sein. Wenn man Medikamente ein bisschen zu viel nimmt, dann kann es sein, dass man sich vergiftet. Bei dem kriegst du höchstens einen Durchfall. Und das war's. Aber wenn du sehr krank bist, kriegst du schon nicht mal das. Und nehmen Sie noch anderes ein, außer Synthesit oder? Nix. Das Nur ist das. nur Synthesit, Also gar nichts. okay. Nur das und ich esse ganz normal. Und Sie Wie essen bis ganz jetzt. normal, genau. Nee, super. Nee, super, dann bedanken wir uns natürlich für Ihre Zeit. Ich auch. Genau. Und wünschen Ihnen noch ja, weiterhin viel Spaß, viel Erfolg mit dem Produkt. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Ich auch. Sage auf Wiedersehen. Gut, dann bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.